Hallo liebes Element Wasser, Fische, Krebs, Skorpion. Wir schauen uns an Veränderungen in den nächsten 3 Monaten. Was ist hier zu sehen? Ich nehme das große Blatt dafür für die Wassersternzeichen und ich bin gespannt. Ja, hier kann es um ein Gegenüber gehen, um partnerschaftliche Dinge, Gespräche mit dem Partner. Möglicherweise habt ihr einen Partner, der selbstständig ist. Hier könnten die Aufträge kommen. Möglicherweise habt ihr Situationen, da geht es um Ämter, Behörden oder sowas. Auch hier sieht man ein Geschenk, einen Ausgleich. Für einen oder anderen kann es aber auch sein, dass man so Situationen überwindet, das Herz wieder öffnet. Für Singles kann es sein, dass sie jemanden begegnen. Wir haben für den einen oder anderen auch die Möglichkeit zu verreisen, eingeladen zu werden. Das kann auch mal ein Gewinn sein, ein Geschenk. Jemand lädt uns ein. An sich sieht man die Geschenke des Lebens so liegen, dass sie längerfristige Expansion bringen, Möglichkeiten, dass etwas so wird, wie man es sich auch vorstellt. Und wir haben die Familienthemen. Die Umgebung ist sehr wichtig, sie ist sehr harmonisierend. Was ich jetzt toll finde, ist auch hier, da wo man so ein bisschen unverbindlich geliebt hat oder ja, wo die körperliche Ebene sehr im Vordergrund stand, kann es jetzt hier auch sein, dass man wieder näher zusammenfindet, dass aus etwas Unverbindlichem etwas Verbindlicheres wird. Ich habe das Glück im Haus des Lebens drin. Es kann jetzt sein, dass man sich ein bisschen vitaler fühlt, emotional erfüllter, geklärter auch. Und ich habe das Unruhe oder Stress oder Sachen, die aus Verstrickungen unruhig gemacht haben oder Stress mitgebracht haben. Das sieht man hier sehr auf der emotionalen Ebene. Die werden sich wegnagen. Einige stagnierende Situationen werden hier wieder aufgelöst. Es kann jetzt hier das Gegenüber betreffen. Es kann auch etwas sein, wo man sich durchsetzen musste, wo sich lange nichts getan hat. Dass man für sich einsteht, dass man durchsetzt, was durchzusetzen ist. Und ich habe für viele auch tatsächlich eine Überraschung. Das kann jetzt an die Selbstständigen gehen oder wirklich irgendein Ausgleich sein, der mit Ämtern oder Behörden zu tun hat. Wir haben die Sterne im Haus des Kindes, des Neubeginnes, das Kleeblatt liegt oben drüber. Es kann jetzt auch sein, dass Freunde euch überraschen, dass eure Kinder einen überraschenden Weg machen, dass ihr neue Arbeitskollegen kriegt, sowas alles. Jedenfalls hier sehr bereichernd, glückbringend und mit sehr viel Klarheit auch verbunden. Ne? Die Finanzen liegen hier auch im Hause der Sterne drin. Das ist eine gute Voraussetzung. Hier gibt es Dinge, die hat man durchgebissen, durchgestanden, Blockaden überwunden, Verluste gemacht, vielleicht auch Zeiten hinter sich gebracht, wo es jetzt nicht so ganz rosig war. Aber hier wenden sich auch finanzielle Dinge unter einen guten Stern. Selbstliebe-Themen haben wir dabei. Wir selber liegen im Haus der Liebe, wir spiegeln mit der Liebe, die im Haus der Veränderungen drin liegt. Also das, was oben hier ist mit dem männlichen Gegenüber, kann hier sehr wohl sein. Man geht neue Wege, man entscheidet sich für jemanden, man überwindet trennende Situationen oder man schafft es sogar, eine Trennung zu vermeiden. Ich sehe uns jetzt selbst hier auf das Umfeld gucken,
auf Frieden schaffen, auf Klären von Emotionen, die nicht so ganz leicht waren. Hier ist auch so in der Mitte des Kartenblattes an Veränderungen zu sehen, dass die von außen angestrebt werden, möglicherweise von Ämtern oder Behörden, von den Selbstständigen, vom Außen nochmals hier. Das hier liegt hier alles noch so ein bisschen nicht klar. Man darf mit einer Überraschung rechnen. Diese ist jedoch positiv. Ne? Wir haben Sterne, Sonne, alles mit dazwischen drin. Wir machen uns hier vielleicht Gedanken um die Finanzen, um unser seelisches Konstrukt. Mal wieder haben wir die karmischen Veränderungen, die hier ein neues Kapitel eröffnen. Ich sehe uns gerade, dass wir nicht so... Jetzt seht ihr es besser. Das kann jetzt hier beruflicher Natur mit sein. Ich sage euch gleich mehr. Hier sind die Veränderungen im Haus der Verträge drin, in allem, was Beziehungsthemen angeht, in allem, was Verbindungen angeht. Es können sich hier auch neue Freunde oder Weggefährten auf den Weg machen oder den Weg kreuzen. Und wir haben in der Spiegelung auch die Ringe drin. Also es kann hier sehr gut sein, dass es ein ganzes Beziehungskonstrukt oder ein ganzes Familiensystem auch betrifft. Hier sind Möglichkeiten, um im häuslichen Bereich neue Verträge zu machen, andere Wege zu gehen, das Umfeld zu harmonisieren. Entscheidungen, die mit dem häuslichen Bereich zu tun haben, können hier anstehen. Wir haben viele Nachrichten, die betreffen das Berufsleben. Das liegt ja auch sehr schön mit einer überraschenden Stabilität, die hier auch sehr viel Sicherheit mitbringt, Wachstum. Wir haben im Haus des Berufes die neuen Türen drin, den Erfolg. Der spiegelt sich hier oben auch noch mit dem Klee und mit der Sonne und mit den Sternen. Also hier ist eine sehr gute berufliche Möglichkeit oder Lösung zu sehen. Das kann jetzt hier sein durch Personen, die Angebote mitbringen, vertragliche Möglichkeiten, Aufträge. Auch sogar ganz neue Sparten irgendwie. Ich habe in unserem eigenen Haus an sich die Kinderthemen drin. Wenn ihr jetzt hier schaut, hier sind wir, hier sind die Eltern. Ne? Und diese Linie hier ist sehr klärend für uns, Wasserzeichen. Auch auf der emotionalen Ebene sieht man irgendwie Erfüllung, das Ablösen eines Zustandes, der sehr viel Undurchsichtigkeit oder Schwierigkeit auch mitgebracht hat. Ich sehe an sich im Geldhaus den Bären drin. Das kann jetzt sein, dass man ein gutes finanzielles Fundament hat. Es kann jemand sein, der Überbringer ist von Nachrichten im finanziellen Bereich. Das mag jemand sein, der ein Angebot hat, das sehr lukrativ ist. Für viele wird es auch sein, dass sie da, wo sie irgendwie gekämpft haben mit den Ämtern der Vitalität, mit dem Arbeitsamt oder so, dass da Personen sind, die Auflösungen mitbringen, die Nachrichten haben, wie Zusagen oder ich sag mal gewinnbringenden Erfolg irgendwo bei einer Angelegenheit. Es kann hier auf mehreren Bereichen sein. Es kann auch hier zum Beispiel die Eltern betreffen, sowas wie Pflegegeld, Rente, Krankenkassenträger. Es ist auf jeden Fall was sehr erdend und stabilisierend ist und hier oben irgendwie auch noch eine Überraschung mit bereithält. Es kann etwas sein, mit dem wir jetzt überhaupt und gar nicht rechnen. So, nochmal, wir haben bei uns das Kind drin, im Haus des Kindes haben wir die Sterne drin. Also das, was wir hier in den nächsten 3 Monaten anfangen, beginnen oder sich im Kleinen beginnt auch zu verändern, ist hier unter einem guten Stern. Auch mit einer Situation, wo man finanziell etwas klärt
und auch eine Situation, wo man das Beziehungskonstrukt, die Liebe, die Herzensangelegenheiten ganz anders angeht wieder. Was ich hier sehen kann, ist auch sowas, das ist ein Lebensthema von den Wasserzeichen. Das ist für ein Kollektiv natürlich zu speziell, aber das weiß ja jeder selber, was er hier hat. Hier wird es durch Eltern angezeigt. Ich habe auch beide dabei und ich habe in beiden Häusern entweder Unklarheit oder Aufregung. Ne? Und man sieht hier unten, dass es sich einfach so ein bisschen reguliert. Das sind so DNA-Geschichten. Man geht besser vor Anker, man fühlt sich stabiler, man weiß, für was man hier ist und für was man bestimmte Prüfungen im Leben auch hatte. Der ein oder andere kann vielleicht auch verzeihen oder neue Wege finden, wie er mit seinen Themen der Familie umgeht. Man sieht es hier sehr harmonisch oder auch so, dass man, ja, ich würde mal sagen, Frieden schließt mit irgendetwas und es entlastet alle damit. Hier in den Spiegelungen ist es auch so, dass man das Gefühl, dass man alles allein durchboxen muss, so langsam hinter sich lässt. Ne? Man wechselt die Energie, man tankt auf, man hat so wieder dieses Ding, dass man durchatmen kann. Man nimmt sich Zeit für seine eigenen Dinge, für Selbstliebe-Themen, für Sachen, die einem selber sehr wichtig sind. Man setzt durch, also es ist hier auch echt ein Selbstliebeprozess und steht für sich ein. Ne? Wir haben hier den Blumenstrauß in dem Sinn, dass wir sagen, ich möchte das und das haben und das setze ich auch durch. Und das ist genau die richtige Wahl für die Wasserzeichen in den nächsten 3 Monaten. So, welcher Glücksimpuls geht hier noch mit? Eine gute Nachricht ist auf dem Weg. Unterm Deck haben wir Amors Pfeil, das sieht man hier auch. Ne? Es geht um die Liebe, um ein Gegenüber, um Beziehungsthemen. Wir haben den Aal dabei. Da geht es um Energetisierung in den nächsten 3 Monaten. Es geht also darum, die eigene Kraft wieder aufzubauen. Es geht darum, Hindernisse leicht zu überwinden. Wenn ihr euch anguckt, hier liegt im Haus der Hindernisse die Sonne drin. Ne? Passt auch zur Energie. Der Berg selber, das Hindernis, liegt im Haus der Sense. Beides spricht dafür tatsächlich, dass man Hindernisse jetzt schnell überwinden kann. Das Wasser der Reinigung soll uns befreien. Wir kommen mehr auf den Weg, mit Entschlossenheit unserer Bestimmung zu folgen. Das ist auch so eine Phase, wo man mental oder, ja, ich sag mal, vielleicht auch psychisch entgiftet, ja, wo man emotionale Gifte neutralisiert. Wir haben hier den Mond und die Blumen, da ist wieder emotionale Fülle. Da ist man wieder positiver. Man brennt für irgendetwas. Und wir kommen zu der Kraft zurück, die wir brauchen, die wir vielleicht auch verloren haben. Und man fühlt sich sicher und es ist so das Gefühl, ich bin zur richtigen Zeit auch am richtigen Ort. Das Prinzip Hoffnung, hier kommt Hoffnung auf.
ja, kriegt man wieder Hoffnung. Unterm Deck haben wir den Erfolg. Wir haben von den Elementen Luft und Feuer dabei. Also auch inklusive der Sternzeichen Wassermann, Waage, Zwillinge und wieder Schütze Löwe. Hier ist der Schlüssel zum Erfolg mit dabei. Ne? Man brennt wieder für irgendetwas. Man hat Hoffnung gehabt, hier setzt man es durch. Moment, ich suche noch eine Karte. Und wir haben den Erdgeist dabei mit dem Thema Beständigkeit. Das ist jetzt sehr spannend, denn wir haben ja unten die Ahnenthemen und auch die DNA. Und die Karte sagt auch, dass wir uns mal mit unseren Wurzeln beschäftigen sollen, dass wir die Vergangenheit ehren sollen, dass wir Bilanz ziehen, wo stehen wir, was haben wir erreicht. Es ist auch eine Zeit, wo man Pläne macht, wieder für die Zukunft. Es ist eine Phase, wo man sich vorbereitet. Es kann aber auch sein, dass wir uns wieder mehr geerdet fühlen. Wir haben hier unten den Baum und hier auch das Fundament, das uns trägt, in den Schicksalskarten drin. Dass wir einfach versuchen, beständig erdig zu sein, Stabilität in die Angelegenheiten bringen. Das ist auch so die Energie, da baut man auf guten Boden, da riskiert man nichts. Ne? Die Dinge können wachsen. Und die Karte sagt auch, du erntest das, was du jetzt aussiehst. Ne? Also aussäst, pflanze deine Samen und du wirst sie dann ernten und es wird dir eine gute Ernte mitbringen. So, dann nehmen wir noch ein Vögelchen und dann lassen wir das so stehen. Wir haben die Nachtigall. Ich bringe Liebe, Freude und Schwung ins Leben. Gute Nachrichten, das haben wir hier 3-mal sogar. Und eine Verbesserung des Wohlbefindens stehen an. Die Wünsche deiner Seele werden erhört und wollen gelebt werden. Die Selbstliebe, aber auch die Zuneigung zu einem Partner erleben eine Zunahme. Wunderbar. Ihr Lieben, Wasserzeichen, ich drücke euch. Bis bald.